Das ist der wunderschöne Auspuff, also der Endschalldämpfer. Und den werde ich jetzt mal versuchen, hier irgendwie dran zu friemeln. Irgendwie hier dran zu friemeln. Ich weiß noch nicht ganz genau wie. Es muss irgendwie optisch gut passen. Und dann kann ich den Krümmer auch bauen. Bei dem Endschalldämpfer war noch hier dieses Zubehör dabei. 2 Federn zum Einhaken. Also hier werden die eingehakt und dann am Krümmer können diese beiden Klammern angeschweißt werden, angeheftet. Und dann kann man den schön fixieren. Und das hier ist noch die Halterung für den Endschalldämpfer selbst. Ich werde den jetzt damit und vielleicht einem Kabelbinder montieren und dann aus der Ferne mal begutachten, wo es am besten passen könnte mit der Position. Der Auspuff hängt jetzt schon mal ungefähr. Ich kann den noch hier in der Achse verschieben und ein bisschen hin und her wackeln, biegen. Sonst hängt er schon mal so ganz gut. Ich habe jetzt noch ein kleines Teil geheftet kurz. Das ist hier der Adapter auf den Auspuff. Und dann kommt hier so ein kleiner Bogen hinten. Da ist noch die Auspuffhalterung da unten drunter. Diese Schraube hier. Kann ich noch eine Halterung an den Bogen anschweißen. Dann hält der Krümmer hier hinten und vorne am Zylinder. Und jetzt müsste ich nur noch den Bogen hier unten erweitern, dann das Rohr da durchführen und dann könnte ich hier den Auspuff so langsam fertig bauen. Als erstes muss ich hier diesen Flansch und diese Auspuffdichtung mit so einem Adapterstück aus Edelstahl drehen, damit ich hier das Rohr perfekt ansetzen kann. Also da kommt ein kleines gerades Stück rein. Das passt dann genau da so rein mit diesem Adapter. Upsi. So, und dann ist es der Plan, hier mit einem 90-Grad-Bogen rauszugehen. Noch ein weiterer 90-Grad-Bogen hier. Dann gehen wir hier geradeaus, gehe ich dann weiter. Und ich habe geplant, hier so eine Powerbomb einzubauen. Die soll ja angeblich ein bisschen Drehmoment bringen. Ich würde es aber einfach nur als Optik einbauen, weil es cool aussieht. Vielleicht noch ein Logo drauf machen. Hier kommt noch was dazwischen natürlich, aber das sind diese 2 Reduzierhülsen, damit es so ein bisschen Volumen gibt. Gehe ich hier weiter mit einem kleinen Knick hier unten durch und dann hier wurschtel ich mich hoch. Also als erstes machen wir hier diesen Adapter. Dafür nehme ich ein 50er Rundmaterial, Edelstahl, und drehe mir hier 38 in der Mitte aus und ja, die anderen Maße passe ich dann auch noch an. Wenn das Werkstück hier zu kurz ist, dann nehme ich so Parallelunterlagen und richte das dann beim Einspannen parallel aus. Mache hier vorne, drücke ich drauf, damit die Parallelunterlagen nicht runterrutschen, und dann spanne ich das fest. Dann kann ich die rausziehen und dann läuft das eigentlich super parallel. Für diesen Zweck reicht es jetzt auf jeden Fall. Normalerweise kann man dann noch mit einer Messuhr hier die Messuhr nehmen und die dann hier am Bett festmachen und dann nochmal den Rundlauf genauer einstellen. Aber dadurch, dass das nur diese Auspuffschelle ist, reicht das. Also ich plane jetzt hier die Seite, damit es optisch gut aussieht. Das, was man hier jetzt sehen kann, ist der Winkel entweder vom Einspannen und auch von der Bandsäge. Muss man eigentlich sagen, das ist ganz schön gut. Die Bandsäge sägt doch recht genau. Guck mal, hier sieht man schön den Regenbogenschimmer. Ach, das. Ja, da gehe ich jetzt noch einmal rüber und dann sollte das weg sein. So, die Fläche habe ich jetzt plan gedreht und jetzt kommt die Bohrung rein für das 38er Rohr. Und das wird am Ende dann hier verschweißt, damit das als Adapter gilt für den Auspuff.
Ich mache jetzt erst mit dem Zentrierbohrer eine kleine Bohrung und dann bohre ich das schrittweise bohre ich das dann auf und dann werde ich es mit meinem Innendrehmeißel ausdrehen, bis auf den gewünschten Bereich von 38 mm. Jetzt ein 33 mm Bohrer und danach werde ich, denke ich mal, aufdrehen. Ui, schön durchgebrutzelt. So, ich habe den jetzt fertig gedreht, den Adapter. Und der kommt dann hier drüber. Über das Rohr. Und wird dann von hinten verschweißt. Und dann kommt dieser Flansch hier drüber. Also dieser Adapter drüber. Und dann kommt dieser gelaserte Flansch. So. Und dann passt das ganz gut. Und hier wird jetzt ein Rohrstück eingeschweißt. Also nicht so ein langes Stück hier natürlich, aber ein kurzes. Und von dort geht es dann auf die Kurve, also auf den Rohrbogen. Dann sieht das alles ganz top aus. Dann haben wir wieder ein kleines Teil, was einiges an Arbeitszeit gekostet hat. Und nicht, dass ihr denkt, dass ich hier der größte Gaffelkölsch-Trinker bin, aber ich weiß nicht, irgendwo ist dieser Kasten mal übrig geblieben und ich konnte ihn nicht zurückbringen und deswegen ist das jetzt mein Werkstatt-Gaffelkölsch-Kasten. Den kann man auch immer sehr gut benutzen, wenn man irgendwo an der Decke was montieren will. So ein kleiner Bock zum Draufstellen. Um diese Auspuffrohre etwas aufzuweiten, habe ich mir jetzt eine Hydraulikpresse gekauft. Hier eine kleine Faser angedreht von 10 Grad und jetzt mal hier in dem Ring getestet. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Da kann ich jetzt schöne Übergangsstücke machen. Ich will das nutzen, um diesen Ring hier aufzuweiten, weil das nicht das perfekte Maß hat. Und auch bei anderen Bereichen den etwas aufzuweiten, damit der Übergang perfekt ist. Also ich bin echt beeindruckt davon. Zu der Presse kann ich auch noch ein Video machen. Die ist so eine günstige Presse, aber die habe ich schon stark modifiziert und werde sie weiterhin noch weiter modifizieren, weil das nicht das ist, was ich mir gewünscht habe. Aber es war beim Kauf schon absehbar, deswegen funktioniert es aber jetzt ganz gut. Wird einfach eingespannt und dann wird gepumpt und das drückt sich dann schön durch. Braucht auch nicht viel Kraft. Nicht mehr bei der Tonne, jetzt sind wir durch, jetzt geht es natürlich hoch. Entspannen wir das Ganze. Jetzt klemmt der Ring da drauf, aber das ist kein Problem, weil mit dem Ring gehen wir einfach kurz hier rüber. Und jetzt passt der Außendurchmesser sehr schön. Das kann ich jetzt schön verschweißen. Hier kann man auch schön sehen, dass das Rohr zur Reduzierung etwas zu klein ist und das werde ich leicht aufwölben, damit der Übergang perfekt ist. Man könnte es jetzt auch so zusammenschweißen und schleifen, aber ich wölbe das jetzt lieber. So, es geht weiter mit dem Auspuff. Stückweise arbeite ich mich nach hinten. Den Übergang habe ich jetzt auch gepresst und
Das sieht einfach verdammt geil aus. Ich bin richtig happy mit meiner neuen Presse. Ja, komm, Akku, lass. So ein kleiner Radius hier dran. Und jetzt schön verpunkten, heften, schweißen. Ist einfach geil. Wie geil sowas einfach aussehen kann. Also hier möchte ich die beiden Teile zusammenfügen mit einer Schelle. Ist dann schön versteckt hier hinter dem Plastik nachher. Soweit sieht es ganz gut aus. Bis jetzt. Und den oberen Halter hier vom Auspuff, den werde ich auch verwenden dann. Damit er dann nicht mehr hier so hoch und runter ruckeln kann. Hier werde ich jetzt den Übergang pressen von dem Rohr auf dasselbe Rohr. Also muss ich das weiten. Außen ist 38 mm, innen natürlich nicht. Deswegen nehme ich hier diesen alten Bremskolben von der Honda, wie wir im anderen Video schon gesehen haben. Habe den ein bisschen angeschrägt vorne und werde den jetzt durchpressen, weil der 38 mm außen hat. Und hoffe, dass das dann alles klappt, dass wir dann nachher dieses Rohr in dasselbe reinstecken können, als Übergang vom Krümmer zum Endschalldämpferbereich. Ich mache jetzt mal ein bisschen Fett hier noch drauf, vielleicht hilft das ja ein bisschen. Bei den anderen Dingern hat das alles geklappt ohne Fett. Aber ich kann ja mal ein bisschen spielen, testen und gucken, wie sich das Ganze verhält. So, dann pressen wir das jetzt mal durch. Jetzt sind wir ganz drin. Ich habe das jetzt ganz einfach mit dem Hammer wieder rausgeschlagen von der anderen Seite. Wir sehen hier schön den Übergang. Jetzt muss ich nur noch gucken, es zieht sich ja immer wieder ein bisschen zusammen, ob das jetzt reicht. Würde ich sagen, das ist ziemlich gut. Also die Rohrführung vom Auspuff ist jetzt soweit fertig. Jetzt müssen hier noch Halterungen angebaut werden. Also ich würde hier den Auspuffhalter, den originalen, verwenden. Für den hinteren Teil, beim vorderen muss ich mal schauen. Vielleicht brauche ich da gar keinen, wenn der da fest ist. Hier der Übergang muss natürlich noch gebohrt werden und dann am Ende alles noch geschliffen, geschweißt und geschliffen werden. Soweit sieht es ganz gut aus. Ich komme auch an der Seite nicht weiter raus als der Motor. Und sonst sieht es eigentlich ganz schön aus als Gesamteindruck. Also, den schweißen wir jetzt fertig und dann bringen wir noch die kleinen Halterungen an, damit er am Rahmen auch gut verschraubt ist. Also hier diese Powerbomb, die habe ich gemacht, damit es schöner aussieht. Ich denke mal nicht, dass es eine Funktion hat, aber es sieht einfach geiler aus. Vielleicht bringt sogar weniger Leistung. Ja, ich bin ganz zufrieden soweit mit dem Auspuff. Ja, und so sieht es jetzt am Ende aus, wenn der Auspuff montiert ist. Es wirkt eigentlich, finde ich, ganz gut. Die Rohrführung war jetzt nicht das Schwerste zu machen und mir macht es immer sehr viel Spaß, einen Auspuff zu bauen, weil man direkt auch ein Ergebnis sieht, was man da gemacht hat. Ja, dann wäre der jetzt fertig, dann geht es zum nächsten Punkt. Hinten am Auspuff habe ich hier noch die kleinen Federn angebracht, damit der Endschalldämpfer schön drangezogen wird. Und hier sind noch so ein paar kleine Sachen, die ich auch noch fertig machen muss.